Darüber wollen wir sprechen mit dem Chefredakteur der Welt am Sonntag, Jacques Schuster. Jacques, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Die NATO steckt in einer der tiefsten Krisen seit ihrer 75-jährigen Geschichte. Bislang war es ja so, dass vor allem auch wir Deutschen uns weitgehend auf die USA verlassen könnten. Diese Phase, die könnte jetzt möglicherweise enden. Muss Deutschland mehr Verantwortung übernehmen, personell und auch finanziell? Ja, dringend, weil wir wissen ja alles, ist ja eben auch angedeutet worden, dass uns im Grunde Donald Trump als Präsident droht. Der ist ja ganz hart in dieser Linie, indem er sagt, die Amerikaner können nicht ewig die Verteidigung der Europäer auf die Schulter nehmen. Das stimmt. Das ist auch, finde ich, mit unserem eigenen Selbstwertgefühl kaum noch zu ertragen. Allerdings hört man in Deutschland, auch wieder vom Kanzler heute, immer sehr gut klingende Worte. Indes, es wird ja nicht praktiziert, es hat keine Konsequenzen, es wird nicht draufgelegt. Jetzt haben wir nun mit Ach und Krach nach über 14 Jahren endlich mal das 2%-Ziel erreicht. Aber letztlich hat ja der Verteidigungsminister, der aus derselben Partei kommt wie Scholz, nämlich der Sozialdemokratie, immer gesagt, eigentlich brauche ich 10 Milliarden mehr. Jetzt kriegt er 1 Milliarde mehr. Und es ist auch nicht der Wille da, letztlich das zu vollziehen, was die deutsche Parole ist, nämlich zu sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen. Da müsste dann viel mehr kommen. Also da klafft eben eine deutliche Lücke. Kann es auch sein, dass vielleicht eben diese geforderten Milliarden, die Herr Pistorius jetzt nicht bekommt, dass das vielleicht noch über einen Nachtragshaushalt in diesem Jahr irgendwie gestemmt werden könnte? Da geisterte ja auch mal die Zahl 11 Milliarden im Raum rum, die Finanzminister Lindner dann noch irgendwie locker machen könnte, weil das Wirtschaftswachstum dieses Jahr ja nicht so stark ist. Gute Frage, weiß ich auch nicht. Es ist, glaube ich, so, dass es mit der FDP schlichtweg nicht zu machen ist. Was ja jetzt einige Koalitionspartner, nämlich bemerkenswerterweise auch die Grünen, gesagt haben, dass der Etat ist ja jetzt im Bundestag, dass man im Bundestag noch mal überlegen könnte, wie Pistorius oder die Bundeswehr mehr bekommt. Es wird sicherlich nicht reichen. Und es gibt ja durchaus einige auch ernstzunehmende Finanzexperten, die sagen, wir müssten für die Bundeswehr noch mal ein zweites Sondervermögen auflegen. Aber ich glaube, das ist in dieser Koalition nicht möglich, es sei denn, es passiert noch irgendetwas militärisch, was wir alle nicht hoffen, in der Ukraine, dass man sagt, doch, wir müssen jetzt hier ran. Aber es geht ja auch nicht nur um das Finanzielle, es ist ja auch so eine Geschichte des Mindsets. Wir haben so ein bisschen schon eine Änderung erfahren in Deutschland. Die Bundeswehr wird jetzt mehr gewertschätzt, aber da ist ja immer noch dieses Damoklesschwert der Wehrpflicht. Da soll es jetzt eine Mini-Änderung geben, ein neues Modell. Aber ob das wirklich mehr Soldaten bringt, da sind Experten auch eher unsicher. Muss es irgendwann nicht auch so kommen, wenn wir Verantwortung übernehmen, international in der NATO, dass wir die Wehrpflicht wieder einführen, weil wir sonst einfach nicht genügend Soldaten hier rankriegen? Ich würde noch einen Schritt zurückgehen, wenn ich darf. Ich glaube, dass es in Deutschland eine tief verwurzelte Mentalität gibt, wir sind die große Schweiz. Und ein Kinderglaube, wenn wir uns die Augen zuhalten, sehen uns die anderen nicht. Und da rührt das ganze Problem her. Und deswegen auf jetzt klar geantwortet, natürlich bräuchten wir eine Wehrpflicht dringend. Aber solange dieses Bewusstsein nicht da ist, solange immer noch der Glaube herrscht, ach, die Amerikaner werden das schon tun, wird das nicht passieren. Wir reagieren immer, wir agieren nie. Das ist ja auch jetzt zu sehen, das 2%-Ziel wird eingehalten, weil der Krieg oder weil Russland die Ukraine angegriffen hat. Nicht, weil wir gesagt haben, wir müssen uns verteidigen, weil es einfach als wichtiges Land in der Mitte Europas unsere Pflicht ist. Und von daher wird das auch wieder mit der Wehrpflicht so sein, dass es viel zu spät, viel zu schleppend und dann wahrscheinlich chaotisch organisiert wird. Jacques, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön.